Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder Blork. Feine Sache. Ach ja. Heute ist es soweit. Ich bringe meine Maschine zum 10.000 Kilometer Service. Und dementsprechend möchte ich ein kleines Fazit aussprechen, quasi, ne? Wie mir die MT mittlerweile oder bisher gefällt. Knapp ein Jahr habe ich sie ja nun, gute 10.000 runter und ja, damit fangen wir dann nach dem Intro an und zwar jetzt quasi gleich danach. Feine Sache. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfange. Ich würde sagen, fangen wir beim Aussehen eigentlich aus. Zuerst auf den Fotos habe ich ja gedacht, ey, was ist das hier vorne? Dieses pottenhässliche Kackteil. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber so Natura plötzlich dann, jawohl, sieht das Bike einfach nur geil aus. So, was kommt noch da hinzu? Dieses Teil ist super einfach, also super einfach nicht, es ist super leicht. 190 Kilo? Ne, 189 oder 182? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Aber leicht. Leicht wie Sau. Super einfach zu handeln quasi. Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Motorrädern. Ich bin ja bisher nur Kawa, die R6N gefahren, eine XJ650 auch von Yamaha, eine F800 GS aus dem Hause BMW und eine Triumph Street Triple. Und muss sagen, die BMW schließen wir jetzt einfach mal aus. Muss sagen, dass dieses Teil eigentlich von diesen drei Motorrädern 1, 2, 3, ja gut, die XJ, die ist halt alt, die lassen wir auch mal raus, genau. Also von den drei Motorrädern, Triumph, Kawa und die MT. Das beste Gesamtpaket ist, ja, was ich so finde, halt, ist das Gesamtpaket stimmt halt einfach. Sie geht gut ab. Ordentlich viel Bums von unten. Allerdings muss man sagen, natürlich im Vergleich zu Street Triple ist das Fahrwerk hier nicht so geil. Es ist schon sehr weich. Vorne zumindest auf jeden Fall. Aber da werde ich auch noch was machen. Da kommen noch andere Gabelfedern rein. Also das ist alle Nachteile, die die Kiste von mir oder von meiner Seite aus hat, sind alle behebbar. So viel dazu. Ja, gehen wir weiter. Die Standardbereifung. Da ist ein Piro 3, ein Pilot Road 3 drauf. Ein super Allrounder und hier kommt vom Militär. Ein super Allrounder. Bei dem kann man ziemlich gut bei nassem Wetter fahren und halt auch auf trockener Strecke. Und er hält relativ lange. Also ich schätze mal, theoretisch 20.000 könnte er schaffen. Schauen wir mal, wie er sich auf der Rennstrecke so verhält. Also für Erstausstattung quasi ist das schon ziemlich geil. Gut, kommen wir weiter. Das Display. Erste Sahne, Alter. Du hast alles, was du brauchst. Du hast hier dein Tacho, du hast hier unten die Dings, Drehzahlbereich, hier hast du Tankanzeige, ein bisschen Bordcomputerzeug, so wollte ich gerade sagen, wie viel du gefahren bist, Trip 1, Trip 2, Gesamt. Wenn du auf
Reserve kommst, zeigt er dir an, wie viel du in Reserve gefahren bist. Du hast von der Kühlflüssigkeit hast du ein Dings, eine Anzeige. Du hast von der Luftfeuchtigkeit, wollte ich gerade sagen, von der Lufttemperatur eine Anzeige. Wobei die nicht immer genau ist. Im Stand kann sie gut und gerne mal um 5 Grad nach oben gehen, weil der Messer wohl irgendwo in der Nähe vom Kühler sitzt und der wird halt warm, beziehungsweise der Motor wird warm. Und ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Was noch? Kommen wir zum ersten Kritikpunkt. Die Spiegel. Man sieht halt nicht sehr viel. Das Problem ist, mein Arm hört ungefähr hier auf. Das heißt, ich habe diesen Bereich hier nur für Dings, wie heißt das? Ja, zum Gucken quasi. Also die Hälfte des Spiegels ist locker durch den Arm weg. Gibt es auch Möglichkeiten, man kann hier Adapter reinsetzen, beziehungsweise da, also irgendwo kriegt man aber Adapter rein. Und dann ist die Sache auch gegessen. So, Lenker finde ich von der Sitzposition richtig cool. Ist jetzt gar nicht wirklich viel breiter als so manch anderer, glaube ich. Wobei vielleicht einen Ticken schon. Oder? Naja, es täuscht vielleicht nur. Aber es ist auf jeden Fall richtig komfortabel. So, die Sitzposition relativ aufrecht. Und für mich als großen Sitzriesen sehr geil, dass du hier an der Seite genügend Platz für deine Füße hast. Also du stößt nirgendwo was an. Und das ist halt schon sehr nice. Sodass ich auch mit 1,90 Meter hier ohne Probleme drauf sitzen kann. Apropos Sitzen. Die Sitzbank standardmäßig ist meiner Meinung nach Müll. Mit der konnte ich persönlich, ist immer natürlich Gefühlssache, aber mit der konnte ich persönlich nur so an die 300 Kilometer am Tag fahren, bis mir denn der Arsch weh tat. Und dementsprechend habe ich es jetzt aufpolstern lassen. Ich habe damit noch keine Langstreckenerfahrung, deswegen kann ich es nicht sagen, ob es besser geworden ist oder nicht. Aber ich hoffe mal, und außerdem sieht es geiler aus. Genau, Kritikpunkt Nummer 2 wäre das Fahrwerk. Ist mir etwas zu schwammig. Vorne, wie gesagt, federt es mir zu tief, also das ist schon echt nicht mehr sportlich. Und hinten ja, ist das auch eher, ich weiß nicht. Wenn man mal zum Vergleich eine Street Triple gefahren ist, merkt man auf jeden Fall den Unterschied. Ist halt wesentlich strafferes Fahrwerk, würde ich sagen. Was helfen kann, was ein bisschen hilft tatsächlich, ist die Federvorspannung zu ändern. Also ein bisschen angepasst auf das eigene Gewicht. Hat schon ein bisschen was gebracht, optimal ist es noch nicht. Also da wird auch noch irgendwann Wilbers kommen. Insofern, ja. So, was gibt's noch? Den Heck-Dings, Bums, Gedöns, den Kennzeichenhalter spreche ich nicht an, weil das hast du bei jedem Bike. Dass der halt mega scheiße aussieht. Also normalerweise. Also mir fällt jetzt keins ein, wo es gut aussieht. Ja, der Motor ist halt auch ziemlich geil. Der beschleunigt von unten weg wie Sau. Ich meine, das sind ungefähr gerade mal eine halbe Sekunde von 0 auf 100 im Vergleich zu R1. Ich muss sagen, so datentechnisch, das merke ich mir jetzt nicht, weil mich das nicht sonderlich viel interessiert. Aufs Endergebnis kommt es einfach drauf an. Was natürlich
bei der Leichtigkeit dieses Motorrads ein kleines Problem ist, ist halt, dass das Vorderrad recht schnell hochkommt. Bei mir zum Glück nicht, weil ich halt ein bisschen schwerer bin, dadurch geht das halt. Beziehungsweise wenn es mal hochgeht, ist es jetzt nicht gerade wirklich hoch, es sind halt nur ein paar Zentimeter. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. So, was gibt's noch? Kupplung und Schalthebel würde ich auf jeden Fall wechseln lassen. Oder wechseln, besser gesagt. Die sind... Ja, es geht halt, aber wenn man Besseres bekommen kann, kann man Besseres bekommen. Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Grundsätzlich, eigentlich an jedem Motorrad. Weil das macht halt schon eine Menge aus. So, was haben wir denn noch hier? Stimmt, Spritverbrauch. Ich habe ungefähr einen durchschnittlichen Spritverbrauch von 5,6 Liter derzeit laut Tacho. Der ist nicht ganz korrekt. Zeigt in der Regel ein bisschen mehr an, als eigentlich ist. Jetzt aktuell fahre ich im 4. Gang bei 80 mit 3,5 Liter. Wie gesagt, auf den Average-Verbrauch darf man sich nicht ganz verlassen. Das stimmt nicht so ganz manchmal. Wobei das bei mir theoretisch schon eher hinkommen könnte, da ich in letzter Zeit auf der Autobahn sehr viel Gas gegeben habe. Und dann nimmt sie dann natürlich auch mal ein paar Liter mehr. Aber sonst so im Schnitt für sportliches Fahren auf der Landstraße liegt das irgendwo bei 4 bis 5 Litern. Ansonsten muss ich sagen, finde ich das Bike echt verdammt gut gelungen. Vor allem der Preis ist halt auch eine Sache, ne? Also ich vergleiche gerne die Street Triple mit der MT-07, auch wenn es ein Dreizylinder ist und wenn sie 106 PS hat. Weil sie letztendlich von dem, was rüberkommt, doch sehr ähnlich sind. Und da ist schon mal ein Preisunterschied von knappen, was sind das? Ich glaube 3.000 bis 4.000 Euro. Ist halt eine Ansage. Wobei optisch gesehen muss ich das wirklich gestehen, dass mir die Street Triple da besser gefällt. Wo man noch aufpassen muss, ist bei der bei dem Seitenständer. Der setzt schnell auf, habe ich gehört. Und da kann es auch zu Abflügen kommen. Also am besten rantasten. Wobei ich glaube, das kam nur dadurch, dass da an den Fußrasten sind ja noch so Nippel dran, dass die abgemacht worden sind, meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es gab mal so einen Fall, wo das passiert ist. Das rote Teil. Ist schon bei mehreren passiert, dass sich das Ding ein bisschen festsetzt oder so. Auf jeden Fall geht er nicht automatisch komplett zurück, bei mir zumindest. Bei anderen ist es noch krasser gewesen. Da ist er gar nicht zurückgegangen. Bei mir geht er ein Stück zurück. Man muss ihn aber noch ein kleines Tickchen nachschieben, sonst geht hier die Motorkontrollleuchte an. So, nächstes Nachteil, der Standardauspuff. Die Kiste ist so leise, du hörst nicht, ob sie an ist an der Ampel. Wenn du im Stand stehst, du hörst nicht, ob sie an ist. Das ist halt schon ein bisschen schade. Sehr schade. Und selbst wenn man damit fährt, es klingt halt nicht nach einem Motorrad. Es klingt nach Nähmaschine. Wie der Teddy im Suff so gerne sagt. Oder sagte. Hey, mittlerweile habe ich da ja was Vernünftiges dran. Und auch hier gilt, zumindest ist es bei meinen so, dass die Kiste ein Ticken leichter geworden ist. Und gefühlt ein wenig mehr Leistung hat. Laut MIF sind es bis
zu 3 PS, glaube ich, sind es mit DB-Killer. Ohne DB-Killer sollen es ca. 5 PS sein. Aber da ich ja mit DB-Killer fahre, hat sich das Ganze ja eh erledigt. Also 3 PS. Das ist auch unterhalb dieser 5% Grenze. Die Kiste hat 75 PS. Und ja, 5% wären da 3,75 PS, glaube ich. Also da ist man auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Ja, ansonsten kann ich dem Motorrad nur einen Daumen nach oben geben. Und muss sagen, ich bin super glücklich mit dem Teil. Ich würde sie nur tauschen wollen gegen eine MT-10. Aber da muss natürlich auch das Geld mit ein bisschen mitspielen. Insofern werde ich der Kiste hoffentlich noch lange treu bleiben oder je nachdem, wie man sieht. Ich möchte sie auch ungern eigentlich verkaufen, selbst wenn ich ein neues Bike haben möchte. Weil es halt eine super, super Kiste ist. Es macht echt Spaß, mit der durch die Gegend zu fahren. So. Und da ich auch schon fast angekommen bin und das Video sonst auch wieder mega lang wird, sage ich hier mal für alle, die bis zum Ende durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zugucken, nicht? Feine Sache. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann sagt euer Vlog, ne? Tschüss und reingehauen! Und damit eigentlich, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich war Regen nicht so wirklich angesagt heute Morgen noch. Aber da kann man mal sehen, wie gut die Wettervorhersage eigentlich ist. Kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen.